Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute reden wir wieder mal übers Upgraden. Was brauche ich dafür für Materialien? Wie viel kostet mich das Ganze? Und wie funktioniert es? Und ich zeige euch das Ganze mal, wo alles stattfindet. Am Beispiel Flares, die gleichen NPCs, zumindest mit den gleichen Menüs, gibt es natürlich auch in Darkon und Saint Morning. Der erste NPC, unser Rüstungs-NPC, der macht normale Upgrades. Einzel-Upgrades kann man dazu auch sagen. Also das heißt quasi, ihr könnt hier einzelne Sachen aufwerten, müsst aber alle Objekte einzeln anklicken und es gibt keinen Schnelldurchlauf. Und das Ganze funktioniert hier für Waffen, Rüstungen, Upgrades und Element-Upgrades für Waffen und Rüstungen. Dann Schmuck-Upgrade, hier auch sozusagen Einzel-Upgrades, ohne Protects möglich. Dann sicheres Upgrade ist quasi das gleiche wie Aufwertung, nur dass hier eine Protect-Pflicht besteht. Also hier kann man nicht upgraden, wenn man keinen Protect reinpackt. Und es sind schnelle Upgrades, das heißt, also automatische Upgrades besser gesagt. Das heißt, man muss nicht einzeln nach jedem Upgrade alles anklicken, sondern man kann eine gewisse Plusstufe einstellen, zum Beispiel plus 5. Und dann laufen so lange die Upgrades automatisch durch, bis plus 5 erreicht wird. Dann das gleiche beim Schmuck und dann nochmal für Element. Und Elementbonus entfernen, das hat mit dem Upgrade nicht viel zu tun. Genau. Und dann haben wir noch einen anderen NPC, der kümmert sich um Sockeln. Also auch hier, Sockeln ist quasi Einzel-Upgrades, wo man auch ohne Protect sockeln kann. Und sicheres Sockeln hat eben die Protect-Pflicht und eben, dass man schnell sockeln kann. Das war es so vom Grundsätzlichen. Eine Sache möchte ich euch hier noch sagen, und zwar, wie man trotzdem das schnelle, sichere Upgrade nutzen kann, wo man nicht alles einzeln anklicken muss und die Upgrades automatisch durchlaufen kann. Das funktioniert sowohl beim sicheren Upgrade für normale Waffen und Rüstungen und beim Element-Upgrade für Waffen und Rüstungen. Bei Sockel und Schmuck geht das Ganze nicht, weil es gibt das Item S-Product Low nur als S-Product. Es gibt kein A-Product Low und es gibt kein G-Product Low, es gibt nur S-Product Low. Und was man machen kann, ist, um das Ganze in Anführungszeichen so ein bisschen auszutricksen oder halt für sich zu nutzen, spart einfach ein bisschen Zeit und ist nicht so nervig. Und zwar kann man hier seine Waffe reinpacken zum Beispiel und dann kann man hier S-Product Low einfügen. Und wenn ihr nur bis plus 3 upgradet, oder auch bis plus 5, ist egal, aber wenn ihr nur bis plus 3 upgradet zum Beispiel, was ja auch nicht verwerflich ist oder halt oft vorkommt, dann könnt ihr hier quasi euer Item reinpacken, eure Power Dice reinpacken, S-Product Low reinpacken und dann einfach Zielbonus plus 3 einstellen und eure S-Product Low, die werden dann nicht verbraucht. Das ist das Coole dran. Die S-Product Low werden nämlich nur verbraucht, wenn das Item mindestens von plus 3 auf plus 4 geupgradet werden soll, weil nur dann kann das Item kaputt gehen und S-Product Low schützt den Gegenstand vor dem Zerstören. Und wenn der Gegenstand gar nicht erst zerstört werden kann, also bis plus 3, dann werden S-Product Low auch nicht verbraucht. Und das ist das Coole an der Sache. Und das kann man, wie gesagt, nutzen, um einfach hier schnelle Upgrades zu kriegen, also schnellere Upgrades. Und wenn man bis plus 5 upgraden will, dann ist meine Empfehlung auch, benutzt S-Product Low. Das sind sozusagen neue Gegenstände, die es nur in Fly Universe gibt. In Fly PC gab es die nicht. Einfach aus dem Grund, weil bis plus 5 ist die Upgrade-Chance relativ hoch. Power Dice kosten mittlerweile sehr, sehr wenig. S-Product Low kostet auch extrem wenig. Die kostet momentan, glaube ich, unter 50.000 Penja, also wirklich extrem wenig Geld. Und das heißt, selbst wenn man da mal 20 Tries in den Sand setzt, ist das immer noch günstiger oder fast günstiger als eine einzelne richtige S-Product. Also bis plus 5 mit S-Product Low upgraden und selbst wenn man nur bis plus 3 upgradet und eigentlich keine S-Product Low bräuchte, weil der Gegenstand nicht zerstört werden kann, trotzdem mit S-Product Low, weil es einfach schneller geht. Funktioniert aber wie gesagt nur mit S-Product Upgrades, also nur mit Element und normalen Upgrades, nicht bei Schmuck und nicht bei Sockel. Und ja, warum das Video? Ich habe so ein Video schon mal gemacht, ich weiß, aber es kam in letzter Zeit häufiger wieder die Frage, wie upgradet man in Fly Universe, wo sind die Unterschiede? Und tatsächlich, seit ich das Video gemacht habe, habe ich ja doch einige neue Abonnenten auf dem Kanal begrüßen dürfen. Und deswegen dachte ich mir, na gut, macht vielleicht doch Sinn, das Video einfach nochmal zu machen. Ich habe es dafür auch erweitert, eben einerseits um das Tutorial hier gerade mit dem S-Product Low und so oder mit dem Hinweis. Und das andere ist jetzt das folgende. Und zwar habe ich hier noch die Penja-Kosten hinzugefügt. Die habe ich nämlich in der vorigen Tabelle nicht drin gehabt. Das heißt, wir haben jetzt hier noch die Penja-Kosten mit drin, die vielleicht auch interessant sind für den einen oder anderen. Und ja, fangen wir an mit normalen Upgrades. Das ist quasi ein Item plus 10 machen oder eine Rüstung plus 10 machen, also bis plus 10. Was brauche ich dafür?
Also S-Products ab +3, also von 3 auf 4. Bis +5, wie gesagt, S-Product Low. Meine Empfehlung ab +5 auf +6 würde ich persönlich dann normale S-Products nehmen. Bis +6 gibt es Leute, die sagen, man kann auch S-Product Low nehmen. Das muss jeder selbst entscheiden. Meine persönliche Empfehlung ist es nur bis +5 S-Product Low und von 5 auf 6 ab da, also ab dieser Stufe quasi, dann mit richtigen S-Products. Genau, außerdem brauche ich Power Dice, entweder ein Power Dice 4 oder 12 bis +5. Ich würde auf jeden Fall stark davon abraten, Power Dice 12 zu benutzen, bevor ihr auf +5 seid, sondern mit Power Dice 4 upgraden und ab Stufe von 5 auf 6 quasi braucht ihr Power Dice 6 oder 12 und auch hier würde ich stark davon abraten, Power Dice 12 zu benutzen im Low-Level, sondern ich würde frühestens von 8 auf 9, aber eigentlich nur von 9 auf 10 würde ich Power Dice 12 benutzen, weil Power Dice 12 ist einfach zu selten, zu teuer, selbst wenn er sehngebunden ist, zu wertvoll, als ihn für 8 auf 9er Upgrades zu verschwenden. Also ich würde ihn nur von 9 auf 10, also nur bei der geringsten Wahrscheinlichkeit, nur da würde ich die besten Power Dices benutzen. Außerdem braucht ihr Materialien, Aeron und Mineral. Aeron findet ihr bei Catchern in Flares, das sind diese großen blauen Riesen. Und Mineral findet ihr im Garden of Rises bei Minecatchern. Das sind die grünen pflanzenartigen Viecher. Und ja, die Menge erhöht sich drastisch. 10, 14, 20, 27 pro Versuch. Und am Ende braucht ihr 207 pro Versuch, was extrem viel ist. Penya fängt auch harmlos an. 2000, 4800, 15, 30, 50, 75.000 und dann 125, 250 und 500.000. Die Penya-Kosten sind übrigens auch für alle Element-Upgrades gleich, genauso wie die Materialkosten in der Menge. Da unterscheidet sich es lediglich vom Material. Und deswegen jumpen wir auch direkt weiter zum Wind-Upgrade. Hier ist der einzige Unterschied, dass ihr keine Power Dice braucht. Also hier hat man quasi nur Karten. Alles andere ist gleich. Penya-Kosten sind gleich. Materialkosten in der Menge sind gleich. Für Wind braucht ihr Aeron und Krasek, also immer hier oben gucken. S-Product ist auch gleich, bis +5 S-Product Low, danach normale S-Products. Und dann ist der einzige Unterschied, wie gesagt, ist mit den Power Dice. Bis +5 braucht ihr die Gale Card und ab +5 bis +10, also von 5 auf 6 und danach braucht ihr die Cyclone Card. Dann bei Erde ist quasi alles gleich, bis auf das mit den Karten und die Materialien. Materialien braucht ihr hier Mineral und Guru. Karten braucht ihr bis +5 Stone und ab +5 auf +6 braucht ihr die Desert-Karten. Dann bei Feuer genau das gleiche. Materialien ändern sich auf Aeron und Guru. Alles andere bleibt gleich. Und die Feuerkarten bis +5 Torch und von 5 auf 6 Flame. Genauso wie danach. Wasser, das gleiche. Hier haben wir Materialien Krasik und Guru. Und die Karten Lake bis +5. Danach River-Karten. Und Blitz wieder. Oh hoppla. Wieder das gleiche. Hier braucht ihr Mineral und Krasik. Bis +5 Voltage. Und danach Generator-Karten. Dann bleiben uns noch die Sockel. Hier fällt vor allem auf, sie brauchen keine Materialien. Und es gibt aktuell nur 4 Sockel, weil man aktuell nur Suit sockeln kann. In der Zukunft wird man auch Waffen sockeln können, nachdem das große Herbst-Update kommt. Herbst-Update 2023. Und ja, hier ist auch ein entscheidender Unterschied ab Stufe 0, also von Upgrade-Stufe 0 auf 1, also 0 Sockel bis 1 Sockel. Hier kann der Gegenstand schon kaputt gehen. Beim normalen Upgrade und Element-Upgrade war es ja so, bis +3 ist safe. Hier ist es so, schon beim ersten Sockel kann es kaputt gehen. Das heißt, ihr braucht sofort G-Product, wenn euer Item viel wert ist, was ja eine Suit, die man sockeln möchte, in der Regel ist. Sofort G-Product und Power Dice entweder 8 oder 10. Hier die gleiche Empfehlung wie vorher. Bis 3 Sockel würde ich definitiv keine Power Dice 10 benutzen, sondern nur Power Dice 8. Und für den 4. Sockel, da würde ich dann schon Power Dice 10 benutzen, wenn ihr einen habt. Materialien wie gesagt keine und die Penya-Kosten betragen: erster Sockel kostet 1,12 Millionen pro Versuch, zweiter Sockel 1,4 Millionen pro Versuch, dritter Sockel 1,68 Millionen pro Versuch und vierter Sockel 1,96 Millionen pro Versuch, also ganz schön teuer. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Schmuck-Upgrades. Bis +3, also anders wieder als bei den Sockeln, kann man Schmuck safe upgraden. Würde ich euch persönlich aber nicht empfehlen, weil in der Regel findet man Schmuck +3 in Spielershops deutlich günstiger, als 3 Power Dice wert wären.
Das heißt, auch wenn es nur Power Dice 8 sind und die am wenigsten wert sind, lohnt sich das in der Regel trotzdem eher, die einfach aus Spielershops zu kaufen. Findet man in der Regel zwischen 50 und ein paar 100.000 Penya. Jeden Schmuck plus 3, also das ist eigentlich kein Problem. Ab plus 3 auf plus 4 bräuchtet ihr dann theoretisch A-Products, aber hier ist es eigentlich genauso. Schmuck bis plus 7 kann einfach so von normalen Monstern gedroppt werden. Das heißt, bis plus 7 ist eigentlich die geltende Regel. Man upgradet keinen Schmuck unter plus 7. Also das früheste Level, wo man über Schmuck-Upgrades nachdenken könnte oder würde, wäre ab plus 7. Ob das Sinn macht, würde ich aber immer auch nochmal einen erfahreneren Spieler fragen. Also in der Regel nicht wirklich. Vor allem nicht bei Ringen, wenn überhaupt nur bei Ohrringen in der Regel. Aber bis plus 7 auf jeden Fall gar nicht upgraden, weil plus 7 kann man auch bei Spielern deutlich günstiger in Shops kaufen. Also ich würde auffallen, Arek plus 7 für unter 2 Mio, Vigor plus 7 für unter 2 Mio und sowas. Und allein ein A-Product kostet mehr als 2 Mio. Deswegen niemals unter plus 7 upgraden. Wenn ihr über plus 7 upgraden wollt, dann braucht ihr A-Product dafür. Genau, bis zum Schluss natürlich. Und Power Dice sind hier auch 8 oder 10, also genau die gleichen Power Dice wie bei den Sockeln. Und hier ist meine persönliche Empfehlung auch, eher in den höheren Upgrade-Stufen sich die Power Dice 10 aufzusparen. Nicht unbedingt nur von 19 auf 20, weil 19 auf 20 ist sowieso Wahnsinn. Aber ja, ich würde schon bis plus 18 warten, also 18 auf 19 oder vielleicht 17 auf 18, wenn man es unbedingt haben will. Aber Power Dice 10 sind ebenfalls extrem kostbar, extrem schwierig zu kriegen, extrem selten. Also ob man die wirklich schon früher verbrauchen will, ist fraglich, ob das eine gute Idee ist. Dann Material, hier auch nirgendwo nein, braucht man nicht. Und das Beste beim Schmuck-Upgrade, auch hier braucht man kein Penya. Also beim Schmuck-Upgrade braucht man quasi nur seinen Power Dice, seinen Schmuck und gegebenenfalls A-Product. Ab plus 7, wie gesagt, frühestens. Und das war's. Also Schmuck-Upgrades sind sehr simpel gehalten, eigentlich genauso wie in FlyFPC. Der einzige Unterschied ist, dass es hier quasi sozusagen zwei Arten von Moonstones gibt. Ja, und ich hoffe, das war jetzt übersichtlich genug für euch, nicht zu schnell oder was auch immer. Und im Endeffekt die Main-Unterschiede zwischen FlyFPC und FlyFUniverse sind die folgenden. FlyFPC upgradet man nur mit Orichalcum und Moonstone. Ja, gegebenenfalls auch Karten und so. Und in FlyFUniverse gibt es zusätzlich noch das S-Product Low, was halt ganz nice ist für die Low-Upgrades, bis plus 5 wie gesagt, ganz hilfreich. Und es gibt hier halt nicht nur zwei Upgrade-Items oder Upgrade-Juwelen, sondern halt 3 mit den Power Dice und noch 2 extra, die beiden PD 10 und 12, die halt eine bessere Chance haben im Endeffekt einfach. Und dann braucht man noch zusätzlich zum Penya diese Materialien hier. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Und als letztes blende ich euch jetzt noch die Chance ein, weil ich es leider vorher vergessen habe, dass ihr auch den Unterschied seht zwischen PD 10 und 12 und warum sie sich im niedrigen Upgrade-Bereich gar nicht lohnen und im hohen mehr. Ja, und zwar hier rechts jetzt noch, die Upgrade-Rate links ist immer die mit dem normalen Power Dice, also mit dem linken, und die rechts ist die mit dem 12er oder 10er, die jeweils schwieriger zu bekommen sind. Also am Anfang sieht man schon, ja gut, hier hat man 100%, aber bis plus 3, wen juckt's? Und auch hier statt 54, 60, also so wirklich minimale Unterschiede. Und wirklich interessant wird es dann hier erst bei den letzten 3 und eigentlich wirklich erst beim allerletzten. Hier hat man halt statt 1,8 eine 2% Chance, ist nicht die Welt. Aber da man hier auch sehr viele Versuche im Schnitt einfach braucht, also so in der Regel um die 50, sowas in dem Dreh, sind hier halt diese 0,2% tatsächlich am meisten von Vorteil, weil hier kann es halt tatsächlich sein, dass man dann einiges Scrolls weniger braucht, wenn man Glück hat, oder nicht allzu viele Scrolls braucht. Also deswegen lohnt es sich eigentlich immer nur beim höchsten Upgrade, weil man hier halt eh die niedrigste Chance hat und die dann halt am meisten verändern kann sozusagen. Und ja, bei den Element-Upgrades ist es immer genau das gleiche, also die Upgrade-Chancen bleiben hier gleich, immer dasselbe. Dann bei den Sockeln 80 zu 88, 50 zu 55, 20 zu 24 und 5 zu 6. Also lohnt sich eigentlich auch nie extrem, ja, aber wenn dann halt einfach beim teuersten, beim höchsten, dass man sich, wenn dann halt hier einfach die Versuche spart. Und beim Schmuck ist es ähnlich. Die Upgrade-Chancen nehmen sich nicht extrem viel. Und dann am Ende ist es halt hier, also hier ist natürlich ein absoluter Witz, weil hier die Chance 0,1% ist, von 19 auf 20. Ja, aber hier ist da halt zumindest auch wieder diesen Bonus, okay, wenn ich es schon benutze, dann eben hier. Und wenn es da klappt, da spare ich mir dann sehr, sehr viel Geld ein. Oder auch hier genau das gleiche. Also da
sieht man halt den Mehrwert irgendwie eher, oder ich persönlich sehe ihn da eher, als bei den niedrigeren Stufen. Aber am Ende des Tages müsst ihr das natürlich für euch entscheiden. Und das müsste jetzt auch wirklich alles gewesen sein, was es zum Upgraden zu wissen gibt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Flav Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.